Wenn du Japanisch lernst, wunderst du dich bestimmt über den Unterschied zwischen den Partikeln wa und ga. Er ist ganz einfach. Beide Partikeln haben nichts miteinander zu tun, machen komplett andere Dinge und können auch gemeinsam im selben Satz auftauchen. Und wenn du schon andere Videos zu dem Thema gesehen hast, würde bestimmt auffallen, es erklärt nie jemand so. Also lass mich das tun. Denk zum Beispiel an den japanischen Satz Nemui. Ich bin müde. Perfekter Satz. Komplett natürlich, ohne Subjekt. Nun das erste Geheimnis. In Wirklichkeit sagst du hier Watashi ga nemui. Musst du, weil ein Satz ohne Subjekt keinen Sinn ergibt. Doch bei Japanisch fällt das Subjekt immer dann weg, wenn es aus dem Kontext ersichtlich ist. Oder viel eher wird es unsichtbar, weil in der Satzlogik ist es nach wie vor enthalten. Nächster Fall. Watashi ga nemui. Ebenfalls ein perfekter japanischer Satz. Etwas andere Konnotation. Er hebt dich hervor. Dafür sorgt die explizite Nennung des Subjekts. Und nun zum wa. Watashi wa nemui. Auch ein natürlicher Satz. Der hebt das Müdesein hervor. Keine Probleme. Aber hier das Geheimnis. Der Kernsatz ist nach wie vor bloß nemui. Der komplette Satz, den du hier eigentlich sagst, wäre dementsprechend Watashi wa, Watashi ga, nemui. Die meisten Japanischlerner haben das Problem, dass sie x wa immer gerne als x ist ansehen wollen. Aber das heißt es nicht. Es heißt, was x angeht. Und alles vor dem wa kannst du als Nebensatz sehen. Du sagst mit Watashi wa nemui also nicht ich bin müde, sondern was mich angeht, ich bin müde. Und das ist das ganze Geheimnis. Und damit verstehst du jetzt auch, warum wa und ga im selben Satz auftauchen können und das teilweise sogar mehrmals. Und hier mal ein Beispiel, wie du das in der Art wirklich sehr häufig in Romanen oder ähnlichen Werken sehen wirst. Bei dem würden dich die Erklärungen, die du vor diesem Video hier gehört hast, nämlich immer noch im Stich lassen. Oga motomelu wa kami ga yasuraka ni kuraselu kuni de aru. Versuch das mal zu entziffern, wenn du das x wa als x ist ansehen willst. 3 Subjekte in nur einem Satz? Unmöglich. Wann immer du das wa in einem japanischen Satz siehst, denk es dir als was x angeht. Immer. Es gibt keine Ausnahmen. Es heißt niemals x ist. Und schon verstehst du Japanisch wesentlich besser. Du kannst ja direkt kommentieren, wie du den Beispielsatz verstanden hast. Hier noch die notwendigen Vokabeln dazu.